Hallo und herzlich willkommen hier heute aus unserem Showroom, aus einem ganz besonderen Ort, nämlich aus unserem kleinen Laden, aus unserem Shop. Und hier wollen wir heute mal erfahren, was es eigentlich mit dem Begriff Sunlight Quality auf sich hat. Und aus dem Grund habe ich mir unsere Experten, die Marketingmanagerin, die Silvia Meyer geladen und aus dem Produktmanagement die Sarah Hoffmann. Schön, dass ihr da seid. Ja, das finden wir auch. Hallo Christian. Silvia, erklär uns doch mal einfach der große Begriff Sunlight Quality. Was hat es damit auf sich? Einkaufen soll Spaß machen, soll ja ein Erlebnis sein. Das weißt du ja selbst, wenn du einkaufen gehst. Farben sollen authentisch wiedergegeben werden. Es soll wirklich Spaß machen, eine tolle Atmosphäre soll da sein. Und gerade um die Farben, um die Farbvielfalt, da geht es uns. Denn ja, das beste Licht macht die Sonne. Und das haben wir uns zum Vorbild genommen und wollen dieses Licht, dieses authentische, natürliche Licht der Sonne, das wollen wir in den Verkaufsraum bringen. Das hört sich nach einem großen Anspruch an, vor allem hinterher in der Umsetzung. Sarah, ja, die Aufgabe habt ihr übernommen, letztendlich das auch die künstliche Beleuchtung in die Shops dann zu bringen als Sunlight Quality. Wie funktioniert das? Wie ist das Zusammenspiel zwischen der Qualität, der Effizienz? Was habt ihr euch ausgedacht? Ja, genau, Christian, da hast du schon recht, weil das Ding ist, dass Effizienz immer auch ein Thema ist. Wir müssen aber einfach sagen, die LED ist effizient. Und jetzt packen wir im Prinzip noch so ein bisschen obendrauf und sagen, es reicht aber nicht, wenn wir nur eine gute Effizienz haben. Die Qualität ist eigentlich das Allerwichtigste, weil wir wollen Kaufanreize schaffen für den Kunden und das ist im Prinzip unser Ziel. Aus dem Grund haben wir 3 neue Lichtfarben entwickelt. Das ist zum einen Brilliant Color, Efficient White und Brilliant Food. Und es geht uns darum, wirklich die Farbwiedergabe und die Brillanz und die Tiefenschärfe und die Struktur, die wir im Laden haben, dass wir die auch wirklich richtig darstellen. Und wenn man sich jetzt hier zum Beispiel nur mal in unserem kleinen Showrömchen umguckt, dann merkt man eigentlich ganz schnell, wie viele Farben wir hier eigentlich haben. Und dann ist es umso wichtiger, wirklich eine Lichtfarbe zu haben, die das auch einfach wirklich widerspiegelt und richtig rausbringt. Und das muss einen Knalleffekt geben. Jetzt gibt es ja auch viele Shops, viele Läden, die sagen wir mal sehr häufig neu dekorieren, saisonal das Ganze anpassen. Das heißt natürlich auch für die Beleuchtung eine besondere Herausforderung. Was rätst du als Experte? Was sollte man da nehmen, dass auch Sunlight Quality, sagen wir mal, für die unterschiedlichen Anforderungen dann flexibel ausgelegt ist? Genau, die Lichtfarben, die ich eben erwähnt habe, die sind wirklich sehr spezialisiert auf die Ware, die im Laden ist. Aber wenn wir natürlich auch Kunden haben, die wirklich saisonal umdekorieren, wo sich die Kollektionen schon mal ändern, dann kann das sicherlich auch Sinn machen, eine farbveränderliche Leuchte einzusetzen. Wir nennen das Active, also wo man wirklich aktiv die Lichtfarbe ändern kann, von 2700 Kelvin bis 6000 Kelvin zum Beispiel, um dann auch wirklich auf Änderungen flexibel reagieren zu können. Das Thema Sunlight Quality, ein sehr spezieller Begriff natürlich. Kann ich das aus so einem Datenblatt irgendwie rauslesen? Wann ist eine Leuchte Sunlight Quality? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das natürlich immer so ein Abwägen ist. Ein Datenblatt macht Produkte vergleichbar. Das ist wichtig, dass da was drin steht. Aber wir sind eigentlich der Meinung als Octalight, als Trilux, dass man Licht erleben und fühlen muss. Deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig, das, was wir hier gerade tun, wirklich in einem Zahlenwert wiederzugeben. Ich mache das mal an einem kleinen Beispiel. Ich denke, Farbwiedergabe, das haben die meisten von uns schon mal irgendwie gehört. Das wird bezeichnet mit dem CRI. Das sind 8 Testfarben, Pastellfarben, wo man testet, ist die Wiedergabe wirklich so wie in echt. Wenn man sich jetzt hier nochmal umguckt, merken wir ja, mit 8 Pastelltönchen kommen wir jetzt nicht wirklich weit, weil das, was wir hier sehen, das sind ja wirklich gesättigte Farben, die richtig knallen und das sollen sie auch. Deshalb haben wir für uns einen neuen Bewertungsstandard eingeführt, den TM30, um wirklich 99 Testfarben zu haben, um dieses ganze Spektrum einfach auch besser anpassen zu können und besser bewerten zu können. Um das mal an so einem Beispiel zu machen, stell dir vor, du bist beim Herrenausstatter, kaufst dir ein neues Sakko. Ich meine, deins ist schön, aber vielleicht willst du mal ein neues haben. Und dann gehst du da hin und willst gucken, ist das jetzt eigentlich dunkelblau oder ist das schwarz? Früher hat man das mal genommen und ist zum Fenster gegangen und hat die Sonne drauf scheinen lassen, um zu gucken, ist es blau oder schwarz. Und das ist eigentlich unser Ziel, dass das niemand mehr machen soll, sondern dass die Qualität im Laden so gut ist, dass du wirklich erkennst, was du da für eine Farbe gerade ausgesucht hast.
Das heißt also, Silvia, ich muss das Erlebnis Licht also wahrnehmen, ich muss es sehen. Wie hilft mir dann Trilux, das Projekt jetzt zum Erfolgreichen zu machen? Ich bin mir ganz sicher, gerade hören uns viele zu, die sagen, oh, da habe ich noch in meinem Shop gar nicht drüber nachgedacht. Also wie kann ich, ja, ich sag mal, mehr Informationen bekommen? Wie kann ich das Lichterlebnis selber mal vielleicht auch erleben und Inspiration bekommen? Am besten schaut man sich Licht natürlich wirklich an, denn Licht muss man wirklich spüren. Du hast es gerade selbst schon gesagt, mit allen Sinnen muss man dieses Licht wahrnehmen. Es ist ja die Atmosphäre, die Farbe, es spielt eben alles zusammen. Und am besten macht man das entweder bei einer Bemusterung vor Ort. Das machen wir sehr gerne, denn wir sind ja sehr nah am Kunden und beraten eben sehr intensiv und sehr persönlich. Aber wir bieten natürlich auch an, so eine Bemusterung in einem unserer Showrooms zu machen. Und ja, da kann man sich das Licht dann wirklich anschauen und ausprobieren, welches Licht für die individuelle Ware das Richtige ist. Das ist eigentlich das Optimum. Unseren ersten Eindruck habt ihr, glaube ich, auf eurer Webseite? Ja, selbstverständlich. Ja? Auf der Website kann man sich tiefer einlesen in die Materie. Auch die Dinge, die Sarah beschrieben hat, kann man genau nochmal nachlesen. Wir haben aber auch eine kleine Quintessenz daraus gebildet mit unserem kleinen Farbfächer. Aber natürlich ist die persönliche Beratung immer das Beste, ganz klar. Vielen, vielen Dank für die Insights und ja, wir hoffen, Sie wiederzusehen. Entweder hier im Showroom oder bei einer der Themen, die wir für Sie natürlich wie immer verlinkt haben. Und deswegen freue ich mich, Sie wiederzusehen. Hier oder bei einer der nächsten Videos. Bis bald.